Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich ignoriere erstmal, dass ich eigentlich mit den Hardy Boys sprechen wollte. Habe dringende andere Aufgaben. Also, nein, nicht wirklich. Aber bevor ich es vergesse, würde ich einfach ganz gerne nochmal die Trompeten hören im Hintergrund. Nee, würde ich einfach ganz gerne zum Pfandleiher stiefeln. Und gucken, ob er ein Tonbandgerät für mich hat, was ich mir leisten kann. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Da waren Klamotten. War das? The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harman Waushi, stares at you longingly with its tape reel eyes. Ja, okay, $12, 12 Real haben wir. And here you are. Quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Cool, I guess. Ein Tonband-Ghetto-Blaster, wie wir ihn alle aus unserer Jugend kennen. Etwas mitgenommen, ein wenig verbeult und, ganz ehrlich, eigentlich gar nicht so laut. Sieht allerdings lässig aus. Hervorragend geeignet, um ihn auf der Schulter zu tragen, Tonbänder abzuspielen und nichtsahnenden Fremden Musik ins Gesicht zu dröhnen. Gott, sieht das scheiße aus. Okay, cool. Können wir uns jetzt... The porter reel is just what you needed. The reel's attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Ja, nicht jetzt. Nicht in dem Laden. Wir haben zumindest irgendwie die Decency, nochmal rauszugehen. So 3 Schritt weg. Okay. The porter reel is... You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Du hältst deinen Sicherheitsabstand zum Magnetoblaster, das Wort muss ich erstmal entziffern. Du hältst einen Sicherheitsabstand zum Magnetoblaster und wartest ab. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune, echoing in the hallway. A lone singing voice joins in, telling you about the tiniest church in Sessongs, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Within seconds you know this is the one. The real shit you've been looking for. The one you trust your room to. This one tells it like it is. This is your tune. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Könnte ich das als Karaoke singen? Ich denke schon. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Yup, they're all here. All 3 verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Ja, was denn? God. You have to convince God to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. Okay, das wird nicht einfach. The lieutenant looks at you as you remove the tape from the boombox. He doesn't say anything. Wo kommt die Mucke jetzt her? Okay, das war weird. Ja, wir legen das mal ab. Und dann würde ich ganz gern nochmal nach dem Baum gucken. The gnarled hawthorn tree on Was Rue brauchte de das? Saint-Michel. Mechanik. A Okay. wintry breeze blows by, making the magnetic... Ja. Mechanik. Dafür haben wir doch passende Handschuhe.
The gnarled hawthorn tree Ist immer noch on gesperrt. Rude's Lane. A wintry breeze blows by. Make it. Okay, wir haben 4 Punkte, scheiß drauf. 1 Punkt in Mechanik. Wobei, es ist halt überhaupt nicht wichtig, ne? Aber scheiß drauf. We do have the points. Was ist denn meine Karte jetzt von mir? Nippes-Vitrine. Okay, wo auch immer die Nippes-Vitrine war. Keine Ahnung mehr, das ist gefühlte Stunden her. Also tatsächlich ist es wahrscheinlich Wochen her, dass ich da war, weil, oh boy, zieht sich dieses Gameplay. Also ich meine, ich nehme heute gerade so die 4. Folge auf, aber ich werde am Ende mal sagen, wenn wir irgendwann mit dem Spiel durch sind, wie lange ich tatsächlich mit welchen Pausen ich insgesamt in diesem Spiel gesessen habe. The gnarled hawthorn tree on Rue de Sange's Lane. A wintry breeze blows by, making the magnetic tape flutter. Okay, 72%. Let's go. Like an immaculate Fuck labyrinth, the magnetic tape twists and turns around. You just can't get it loose. All you've done is make Verpiss your dich, fingers Natur. bleed from the hawthorn tree is disappointed by your betrayal and psychopathic tendencies. Also, your fist hurts a little. The pain, it is nothing. Revel in it. Absorb it. Gain power from it. Gottverdammt richtig. Wer schmeckte das Objekt? Meine Existenz ist deine überlegen. Yes, your pain is real. The pain of a tree is mute and base and uninteresting. Had enough assaulting Madre Natura? We should get moving. The gnarled hawthorn tree on Rue de Sange's Lane. A wintry breeze blows by. Ich dachte, wir kriegen vielleicht auch einen Bonus, wenn wir den Baum punchen, aber... No, we do not. But... Die scheiß Nippes-Vitrine, Alter, was weiß ich, wo die ist? Ich habe literally keine Ahnung mehr, wo die ist. Die kann halt sonst wo sein. War die im Buchladen? War die bei der Würfelmacherin? War die irgendwo anders? War die hier im Hinterzimmer irgendwo? Nee, ich laufe da jetzt nicht hin. Scheiß auf die Vitrine. Aber wir hatten noch einfach da. Naja. Gut, ja, kann man auch mal außen rumgehen. Das passt schon. Is fine. So. Titus. Guten Tag. The clouds are still hanging around. What is it now? What is it now, Titus? You tell me. Reden wir nochmal über das Vergewaltigungsopfer. Again? Seriously, man. Oh, okay. Yeah, whatever. Übrigens, sie sagt, sie wurde gar nicht vergewaltigt. Fuck. I knew that fucking whore couldn't be trusted. You've hit a nerve. Titus is furious. No, more than that. The loyal Titus feels betrayed. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Doch, er hat sie schon explizit als Hure bezeichnet. Sogar, also, natürlich. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Ja, ich weiß ja nicht. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Verrückt? Wovon reden Sie da? Sie war bei klarem Verstand. She wasn't raped. The witnesses' statements were very clear. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her.
his hands become fists. And you went and pushed her. I am gonna fucking... Titus Hardy. Ihre Stimme schallt wie ein Warnschuss durch den Raum. Success. Titus backs off. Fists down, everybody. Goddamn, no one tells you to put your fists down. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? The room is so quiet you could hear a pin drop. The rest of the cafeteria has gone quiet, too. Someone has to rush in to break the tension. The second in command. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. Warum sollte mich dieses Tonband interessieren? Sie haben mich angelogen. Was hört man denn auf diesem Tonband? Wo haben Sie dieses Tonband her? Wo ich es mir anhören kann, weiß ich, aber das reicht jetzt. Ich mache mich dann mal wieder meine Ermittlung. Nö, ich frage erst mal, was sollte ich denn auf diesem Tonband hören? What's on it? We call it the Dorgun Mega Mix. You'll know why. Won't you listen to it? Wo haben Sie das Tonband her? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. Sie haben sie also verwanzt, wie? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Understood? You've listened in on their communications. How long? Since way before their chief started taking swing lessons. Things got nice and quiet after that. Wer von Ihnen kümmert sich dann um diese fortschrittliche Funktechnik? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Der Anführer nimmt wieder sein Bier in die Hand, um einen stummen Trinkspruch auszubringen. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Und warum sollte ich mir das anhören? Warum sollte mich das interessieren? Sie haben mich angelogen. You don't care about evidence. The fuck are you a cop for, then? Pigs, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are fucking keeping a score on their bulletin boards. Ich habe nur so meine Zweifel, dass das ernsthaft Beweise sind, aber nun ja. I won't be on your bulletin board. If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. Gut, das reicht. Ich mache mich dann mal wieder meine Ermittlung. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Gut, ich werde es mir anhören. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Ich gehe dann mal wieder. Also ich könnte jetzt noch Fragen zum Tonband stellen, aber das wird halt einfach wieder zum Dialog davor zurückführen. Von daher. Alright. In that case hören wir uns mal den Doorgunner Megamix an. Ich bin gespannt. Das machen wir mal. Ob das Auswirkungen auf Leute in der Umgebung hat? Ich hatte gerade überlegt, dass du einfach bei Kuno in der Nähe zum... sie wird das nicht hören, ne? Ich weiß nicht. Wenn sie ihn foltern, er ein bisschen schreit oder so. Ich stelle mich mal neben Kuno. Weil ich ein Arsch bin. Maybe. Dazu muss ich jetzt aber erst das Ding in die Hand packen.
Ein Tonband, das du von Titus Hardy erhalten hast. Es enthält angeblich die Aufzeichnung des Funkverkehrs des Söldnereinsatzkommandos, aufgenommen über eine Entschlüsselungsstation. Kein gutes Omen. Er fordert zum Abspielen einen Ghetto-Blaster. Achso, sie foltern ihn gar nicht. Okay. Ja, dann... Ich habe gedacht, sie haben ihm... Also meine erste Idee war, dass sie ihn so zu einem Geständnis gezwungen haben, bevor sie ihn erschossen haben. Aber gut, in that case... Ich weiß nicht wieso. Das ist wahrscheinlich also nicht nur wahrscheinlich, es wird vollkommen egal sein, wo wir uns das anhören. Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, das weg von Leuten zu machen. Ist das mein Ghetto-Blaster, der hier läuft? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist eine gute Idee, das hier zu machen. The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Es ist auch einfach so super passend, oder? Dass ich beschlossen habe, so hey, scheiß auf die Hardy Boys, ich hole mir jetzt diesen Ghetto Blaster, weil ich Bock habe, Karaoke zu singen und halt endlich gereilt habe, so okay, ich muss mir halt dieses scheiß Tonband vorher anhören, um sicher zu gehen, also damit halt auch Harry weiß, dass das auf dem Tonband ist, was wir haben wollen. Und dann brauchen wir das Tonband einfach, oder nicht das Tonband, dann brauchen wir den Blaster einfach für den Fall. Das kann man sich halt auch nicht ausdenken. Spielen wir das Tonband ab. Ich bin sehr gespannt, aber ich habe keine großen Hoffnungen. You push, command set, and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants. The harbor. That's the son of a Kvalsund crane. Mhm. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the Apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice room. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. Boah, ist das schlecht gefaked einfach. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Never did get that taste out of my mouth. Mein Knacken, dann nur noch Stille. Der Rest des Turmbands ist leer. The lieutenant presses the button marked Arete on your porter reel. The tape stops spinning. Was war das ganz am Ende? Schweigen? End of recording. Was halten Sie davon? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Weiß ich nicht. Da stimme ich zu. Er klang auch betrunken. Er hat allerdings gesagt, dass er es tun würde. Jemandem nur durch Tonbandabschnitt Worte in den Mund zu legen, ist nicht möglich. Doch, schon. Ich fand, er klang in Ordnung. Er hat nur etwas Dampf abgelassen. Nee, ich stimme Kim erstmal zu. Still. Der Lieutenant sieht sich das Tonband an. Dieser Blick ist dir inzwischen vertraut. Das ist sein Verdachtsblick. There's more going on here than we know. Wer ist dieser Corty? One of the other mercenaries, I think. The one he was talking to. A friend of his. Was ist Kohoi? A village on the Samaran Isla, in South Safra. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Glauben Sie, dass er dort war? Who knows? Maybe the tattoos would have an answer.
Or maybe Kohoi is just merc talk for atrocity, slaughter. Also gut, was jetzt? I think we've got a few more questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony, at least to some degree. As you take out the tape, the boombox tunes itself back to the cheery radio again, spewing out beats like it's a Friday night. The contrast feels chilly, inappropriate even. Okay, dann zur Klasse hier. Ich war so fest davon überzeugt, dass das Tormund gefaked ist. Mysteriös. Wir haben übrigens auch noch gefühlte 18 Aufträge, um die wir uns dann nicht gekümmert haben. Aber wir haben fast alles von Montag abgeschlossen. Nur Sin Karaoke noch nicht. Und da sind wir auf einem guten Weg. Was mir aber gerade so eingefallen ist, die Tätowierung des Opfers. Wo sollen wir uns da noch eine mögliche Bedeutung umhören? Also, wen soll ich da noch fragen? Ich habe halt keine scheiß Ahnung. Ihn hier? Wohl kaum. Still here. Stuck in this damn jam, my man. What's up? Weißt du was? Weil ich es kann, stecke ich jetzt einen Punkt in Empathie. So, ja, scheiß auf die Karte. Still here. Stuck in this damn jam, my man. What's up? Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. Spucken Sie es aus. Was bedrückt Sie? You really are the law, aren't you? I get that being bluntly observant and inquisitive comes with the territory, but it certainly doesn't help with your conversational skills, does it? That all the beans you got, Tommy? Damn. Ja, gut. Ja, gut. Er wird nichts zu sagen haben, oder? Looking for something, Rond? Eigentlich nicht. Die gelben Russen im Fenster. Das sind nicht die Blumen, die für Klaas hier hinterlassen wurden. Ja, okay. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Ja, ich weiß. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. Nee, +1 Ausdauer. Also ist nett für einen Regenmantel, aber nee. Fühle ich nicht. Spannend, dass wir das vorher noch nie gesehen haben. Oder ich habe es vergessen. Das kann auch sein. Okay, gehen wir hoch zur Klaas hier. Wie das Zimmer jetzt einfach hell ist. Also wenn man jetzt von draußen einfach reingucken kann. So, wir lassen Kim mal draußen. Bye. Ah, Mist, der mobbt sich hoch. Okay. Worth a shot. Officer, it's a fine day for questions. Titus Hardy hat uns eine Aufnahme gegeben, auf der der Verstorbene sagt, er hätte vor, jemanden zu vergewaltigen. She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. This does not surprise her. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. Auf diesem Tonband redet er davon, dass er es auf sie spezifisch abgesehen hat.
Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via a de-encryption station. It's authentic enough. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Genau das hat er gesagt. Yeah. That was practically his pickup line. Sie nimmt die Tasse wieder in die Hand. A memory surfaces in her tired neocortex. It's not entirely unpleasant. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Yep. He liked the way it sounded when he said it. As to Kohoi, Die junge Frau zündet sich mit dem Stummel ihrer alten Zigarette eine neue an. he wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Warum hat er solche Sachen gesagt? Weil er ein Macho war? Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? Bewältigungsmechanismus? Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. He was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Wow. Hatten Sie denn keine Angst? Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. Had I the physical robustness and social support, I'd be in Kohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. She wouldn't. She doesn't have the full Hoi in her. Did he tell you he had actually done any of those things? In Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. There is a small measure of pride in her that she could quell the rage in such a being. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Okay. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. Nachdem Sie jetzt etwas Zeit hatten, können Sie uns mehr über das Opfer erzählen? Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. Der Lieutenant schreibt es in sein Notizbuch. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. The last missing pieces of a puzzle of flesh. Er hatte eine Tätowierung. Was hat sie bedeutet? Oh, that. It's clear she liked it. Sehr hat Ihnen gefallen. Quite a lot, yes. Es war eine Karte seiner Einsatzgeschichte? Sure, service history. It was mostly for showing off to chicks, though. Showing off to chicks, ne? Wie meinen Sie das? How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed.
The sheets are dirty for some reason. Is this Orani's lit? Ich unterbreche sie mal nicht. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Maybe even thousands. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bad shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Und Sie waren die Frau dabei? Oh yeah. Können Sie uns sagen, was die genau bedeutet hat? Du gibst dir das Foto. No thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Sie schenkt sich mehr Kaffee ein. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Oranje needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people on the Seminine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Keine besonders amüsante Geschichte. It is when you're high. It can be very exciting then. You have the tools to deal with it. It's not a very nice story to remember when you're sober. A change of topic? Wie alt war er? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. Bei der Erinnerung daran lächelt sie wieder. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. Looks like you were right, officer. Der Lieutenant tippt einmal auf sein Notizbuch, als ob er dir einen Punkt zuweisen würde. Points aren't good. Have one, you old dog, before we all die. Ich wusste nicht, dass wir hier in einem Wettbewerb sind, Kim. It isn't. Police work is a cooperative sport. There is no challenge without competition. There must be an opponent. Na, ich lasse es gut sein. The young woman looks at you, then the lieutenant, then you. She's enjoying this. Wo ist Lelystad? Der Ort, meine ich. In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Sie waren beide aus Oranje? Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Wrack. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. Sex, alcohol, speed, probably also sildenafil. Seine Augen waren blau? Yes. Light blue. They were like little blue galaxies. It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. He had a combat wound on his chin and mouth? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Ah, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine,
made oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Wir haben eine toxikologische Untersuchung angefordert. Haben Sie eine Ahnung, was sie uns zeigen wird? A real rainbow splattering of pharmaceuticals, I bet. Barbiturates, amphetamine, sildenafil. Hear that? Sildenafil. Just like you suspected. You have a great nose for this stuff. Was ist Sildenafil? It's for maintaining an erection. Uppers are vasoconstrictors, so that feat becomes problematic. Okay. Und warum weiß ich das? Because you're a scientist, of course. How much does the toxicology report cost the police of Revachol? I can do it for half of that. Save you some money, make some myself. It's quite expensive, miss. But we'll manage without your help for now. Ich glaube, mit diesem Thema sind wir jetzt fertig. Du gibst dem Lieutenant sein Notizbuch zurück. Alright. Der Lieutenant steckt das Formular wieder in sein Notizbuch und beobachtet die junge Frau einen Moment. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Wir sehen ihr nicht in die Augen. Will ich nochmal über ihr Zimmer reden? Yeah? Die Tür dort. Wussten Sie, dass sie zu einem Aufzug weiter unten führt? I did not. Mystery solved then. I kept wondering where it led. There may be more to this mystery at some later time. She's holding back. Let's make a mental note for now. Auf der anderen Seite ist ein Guckloch mit Blick in ihr Schlafzimmer. A peephole? You mean like a hole in the wall? Yes, looking into your bedroom, miss. Der Lieutenant zeigt auf ihr Fenster. Durch das Glas ist das ungemachte Bett zu erkennen. Okay. Es entsteht eine Pause, während sie diese Information verarbeitet. A jitter of fear and disgust moves through her body, beginning from her shoulders and ending in her hips. The cigarette tastes foul to her now. Do you think this is somehow connected to me? Es könnte damit zusammenhängen. Okay. Do you have any way of knowing how long it has been there? Unfortunately, no. But if I were to guess, long enough. The perforation is under the bookshelf on your wall. It should not be hard to cover with some tape. Wenn es noch nicht lange da ist, was glauben Sie, wer dafür verantwortlich ist? Shit. I don't know. Maybe it's been there for a long time. Maybe the local kids use it or something. I don't know. I'll be fucking covering it up with a lot of tape, that's for sure. Was there anything else back there? Auf dem Boden waren Spuren. Frische Spuren. Huh. This isn't good. She's straight as a stick, suddenly. She feels like quarry, encircled. Her eyes dart to the door. Es ist eine alte Flipperwerkstatt. Der Raum dahinter, meine ich. Das Hostel war früher eine Spielhalle mit Flipperautomaten. Okay. I'm glad someone's had fun. Das wäre dann vorerst alles. Gedankenverloren schnippt sie die Asche von ihrer Zigarette. She's lost in thought, eyes narrowed, forehead furrowed. Ich sage es Ihnen nur ungern, aber hier strotzt es nur so vor Traurigkeit. Yeah. I've contaminated it pretty bad. Sind Sie deswegen hier draußen? The contamination spreads from room to room. First, I escaped upstairs. The sad got that too. Then I found the handle for the summer door. Worin genau besteht diese Verseuchung? For me, it's a mix of me with a lack of cleaning services. How about you? Talk around the establishment is, you have an industrial sad spill in there. Somewhere below, military-grade sand is dripping off the walls. You should say the first thing. It's honest. It will lead to introspection. Es ist schlimm. Du zeigst auf deinen Kopf. In meinem Kopf. In der Vergangenheit.
That's where it always comes from, isn't it? From the head and from the past. Es ist ein Gefühl. Weiß und untergangsträchtig. Gasförmig. Unsichtbar. Tödlich. Es ist überall. Sounds like an advanced form of what I've got. With a bit of old love sprinkled on top. Wahrscheinlich, ja. Love is terror. Sie atmet eine große Schwarte des Mentholrauchs ein, genießt ihn und atmet ihn dann langsam wieder aus. Sheer terror, panic and screaming. Gut, ich denke, das war's. All right. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? Das hat sie gesagt, ja. Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old? Worauf willst du hinaus? How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? You could ask either one of them. Sagen Sie, auf welches Alter schätzen Sie mich? Wir drehen uns zu Miss Oranje um. Huh. How old do I think you are? She's buying time to formulate the best answer. I don't know. 1, 2. I don't know what I'm supposed to say. How old is a newborn cop who doesn't remember he's a cop? Müsste ungefähr 45 sein. You're not. Er sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Sure he is. You know, age is just a number. Yes, but for him that number is higher than 45. Wait, this requires scientific measurements. Nur her damit, ich habe keine Angst vor der Wahrheit. To the laboratorium. To the Batcave. Sieben Stunden. Bugger off. Ja, wir sind wahrscheinlich schon so 50. Wir haben den homosexuellen Untergrund bald erforscht. Ich mache hier nochmal einen Slot frei. Es hat keinen Malus, also verinnerlichen wir das Ganze einfach. Das kann ja parallel laufen, oder? Ich denke schon. Frage noch jemand nach der möglichen Bedeutung der Tätowierung. Wen zur Hölle denn? Gosh dang it. Ich hab doch keine Ahnung. Wen sollte ich dazu noch befragen? Ja, die Hardy Boys werden mir wohl kaum was sagen. Sonst spricht ja keiner mit mir darüber. Again? I can't. Yes? What is it? Sie tragen eine blaue Uniform und meine ist schwarz. Was bedeutet das? It means I'm a patrol officer, sir. Okay. Sie wird nicht mit mir sprechen, I've oder? got nothing to say to you. Why? The clowns are still hanging around. What is it now? Also, ich habe Klaus hier nach dem Tonband gefragt. And? He tenses immediately. Chest tightens. Jaw sets. Ready for another blow. Und nichts. Sie steht zu ihren Aussagen. That fucking fucker. You're the worst cops in Revachol.
I gave you gold on that tape. Gold? Es war nur Imponiergehabe, kein Beweismittel. Das war schon ziemlich düsteres Zeug, bewiesen hat es aber nichts. Und ihre Meinung hat es auch nicht geändert. Ja, es war übel. Ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass es mehr Wirkung zeigen würde. Sie hat es mehr oder weniger mit einem Lachen abgetan, Titus. Wir gehen mit dem ersten. Gold? Es war nur Imponiergehabe, kein Beweismittel. Locker room talk. What are you, fucking brain dead? I've been to plenty of locker rooms. They don't plan rapes there. What did she have to say then? Fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. Es hat sie nicht überrascht. Und es hat ihr definitiv keine Angst eingejagt. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Funny? No good goddamn psycho whore. Seems like they wanted to give Klasia a second chance to play along. She still didn't. All right. All fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawman? Titus reibt sich mit seiner Handfläche übers Kinn, als würde er es glatt rubbeln wollen. Ich glaube, sie wollten eine Lügengeschichte aufbauen, aber sie hat nicht mitgespielt. Vielleicht ist sie anders, als sie dachten. Vielleicht will sie es immer noch nicht wahrhaben. Sie wissen schon, eine Art Selbstschutzmechanismus. Seien Sie ehrlich zu mir, Titus. Was ist wirklich passiert? Okay, wir sagen erstmal das erste und dann das vierte. I ask for your opinion. Not a bedtime story. Tell it to your grandma. Dieses Turmmann war ihre letzte Chance, auf den ursprünglichen Plan umzuschwenken. But she didn't. She knows she can't lie to us, unlike you. Fantastic. So now, you remember how to do your job. I'm so sick of this piss. We should get something harder in here. Yeah, guys. We should get a party going tonight. Why? Maybe not then. Success. They admitted to unlawful collaboration to derail the investigation. Seien Sie ehrlich zu mir, Titus. Was ist wirklich passiert? I already told you. We fucking hanged him. There's less gusto in his voice now. His men too are growing increasingly silent. Come on, Titus. We know you didn't hang him. He was shot. I know you're tired. So am I. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you and the whore upstairs. Next time you see her, tell her Titus said, "Fuck on!" Schmeißt seine Bierdose auf den Boden. This is the petulant rage of someone who's at the end of their wits. That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. Im Raum herrscht Stille. Elaine will etwas sagen. Lässt dann aber für besser zu schweigen. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it. What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. The window might be closing. The more beers they get in them, the less cooperative they will be. Damn, Alter. Du was zeugst Titus, dass er manipuliert wird. Holy shit, Alter. Wir könnten Sachen für Rhetorik anlegen.
I guess. Ich meine, wir haben... Gott, wo ist denn Rhetorik? Auf 3. Ich will nicht unseren letzten Punkt da reinpacken, to be fair. Wir haben hier weder einen Bonus noch einen Malus auf Rhetorik. Wir haben irgendwas mit Rhetorik, das ist -1. Aber ich glaube, wir haben nur Minus überall drauf, ne? Rhetorik ist einfach nicht so unseres. Oh, hier ist +1, okay. Das wohl alles nicht. Nee, das war Empathie. Oh, die hatten wir noch für Empathie gehabt. Na gut. Nochmal Minus-Rhetorik. Sad. Bewege Titus dazu, dir alles zu erzählen. Überzeuge die Hardy Boys davon, dir die ganze Geschichte zu erzählen. Ja, aber wie? Gosh dang it. It's you again. What is it? Ich meine wohl kaum hiermit, oder? Klasia is playing them like a fiddle. Tell them how bad they got played, and they'll tell you the truth. There are many ways to go about it. All of them really good. Okay. Ihr sagt mir ständig, dass die Auswahlmöglichkeiten gut sind. Und dann stellen sie sich als schlecht heraus. Ah, wir führen erstmal einen inneren Monolog. Okay, fine, fine. Those are the other guys. My shit is solid gold. You can trust me. Wirklich. All diese Ideen sehen ziemlich schlecht aus. Oh, you don't like these arguments? Let's see you come up with your own then. Come on. Everyone's waiting. Where are they? Why is Goldmouth mean to him? Something is wrong. It doesn't look like he's succeeding. Okay, Männer. Es ist offensichtlich, dass ihr an der Nase herumgeführt wurdet. Du packst dich selbst an die Nase und führst dich auf der Stelle im Kreis herum. Nein, das ist zu sehr clownmäßig. Ich weiß, was hier los ist. Auch mir wurde übel mitgespielt. Über meinem Herzen liegt so ein beschissener, finsterer Schatten. Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte über Kim hier erzählen. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht, aber alles, was ich mir gerade vorstellen könnte, gefällt mir nicht. Also gehe ich mit. Ich weiß, was hier los ist. Auch mir wurde übel mitgespielt. What the hell are you talking about? Als ich in dieser Welt erwachte, befand sich etwas in mir. Eine uralte Traurigkeit. Das juckt Ihnen Scheiß, oder? Ich wurde von einer Mieze verarscht. Richtig übel verarscht. Look around, cop. These men are dock workers. They don't want to hear about your psycho circus. I don't know, boss. I'm always up for another suicide attempt. Yeah, me too. I'm always up to see a cop cry. You won't hear it. That's enough for the circus now, officer. Let's do procedural questions, or even, why not take a little breather? These working class oafs don't know how to talk about feelings. You shouldn't have opened up to them, or anyone. Nee, denen gegenüber auf jeden Fall nicht. Ja, ich gehe da mal wieder. Gott verdammt. Ach, da sind wir kurz vom Durchbruch. Das dauert noch wie lange? 5 Minuten. Okay. Okay. Sprechen wir kurz mit Guard. Einfach um die 5 Minuten totzuschlagen. Was there something you needed? Ich muss jetzt unbedingt Karaoke singen. Ja, nee, eigentlich. Another thing. Great. I love those. Oh, okay. He's really holding himself Okay, krass, das kommt einfach auf den gleichen Dialog raus. Okay,
What is back there? Der schwarze klaffende Schlund. Das Ende aller Zeiten. There is no gaping maw. If you don't... Ha! I knew it. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. No, I was just wondering. Those machines are whirling proper. It wouldn't hurt to get a... Yeah, those numbers he's adding up. Yes? Okay, das hat uns nur eine Minute weitergebracht. Sad. Hi again, Gendarme. Bye-bye, Gendarme. Würde es jetzt irgendwie Sinn machen, also sie nochmal anzusprechen? Wahrscheinlich nicht, aber... I've got nothing to say to you. Why Was, are you wasting your time? was würden sie denn mit mir machen? What are we going to do to you? You were specifically asked not to say that, and then you said it anyway, you junior delinquent. But you still did. The Union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a... Goddamn right it is. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress. Ja, hätte ich vielleicht lassen sollen. Jetzt haben wir bestimmt auf irgendwelche Sachen noch einen Malus. Das war wahrscheinlich nicht so clever. Kim. Yes. Ich will über sie reden. What about me? Vielleicht auch nicht. Good. Let's change the subject. Okay. Ist es eine Sache, nochmal mit Evra zu reden? Mit Joyce? Ach, irgendwie... All feels so close. Es ist alles so... Ich habe das Gefühl, ich habe endlich irgendwie was Handfestes, aber irgendwie auch nicht. You're back. Good. What can I help you with? Kann uns einen Scheiß erzählen, oder? Erzählen Sie mir mehr über den Streik im Hafen. Of course. Was halten Sie von Evra? Everard Clare is a man of the... Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Na, so schlimm ist er nicht. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Ich habe schon mal von diesem Edgar gehört. Have you seen him? Nein. Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Kommen wir zum Streik zurück. Of course. Of course. Eine Minute. Eine Minute. Gottverdammt. So, und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mir denke, what now? Also manchmal bin ich halt einfach so komplett lost, was halt so den Fortschritt angeht, weil ich dann so gar keine Ahnung habe, wie ich irgendwie weitermachen soll. Das hatten wir am Dienstag schon relativ viel, bis wir dann irgendwann den Brainfuck bei der Leiche hatten. Nee, das war am Mittwoch, oder? Wait a second. Ja, das war am Mittwoch. Vielleicht... Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox. Funkgerät, Sylvie. Sylvie, yes. Hello. Oh, great. What else do you need, detective? Okay, nee. You hear the call. Anything else I can help you with? 57? In the cabin, you see a set of steering levers, a Okay. radio on a hook,
Wir tippen auf die vorglühende Treibstoffanzeige. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. No, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They're also fragile. I'm not going to turn it on for you again. Schade, das hat einfach keine Zeit verbraucht. Sad. Boah, wen könnte ich noch über diese Tattoos fragen? Gefühlt habe ich halt einfach bei niemandem Optionen dafür. Ich meine, wir könnten nochmal auf die andere Seite gucken und mit den Hardcore... It's such a pleasure to see you again, officer. How may I help the citizens militia on this fine day? Versuchen wir nochmal ihm sein Sandwich abzuschwatzen. A man so principled about his sandwich calls for a principled approach. Time to get political. Ich stecke bereits bis zu den Knien im Sumpf der Politik, Baby. You really do. Now unleash the fury. Die Stadt geht vor die Hunde. Früher oder später wird irgendein ausländischer Anarchist ihr Sandwich klauen. So viel steht fest. Ihr Blutsandwich. Es ist ein Werkzeug der Unterdrücker, erschaffen, um das Proletariat langfristig mundtot zu machen. Diese Optionen scheinen mir entweder fürchterlich faschistisch oder fürchterlich kommunistisch zu sein. Was, wenn ich nichts davon sagen will? Say one of these fascist or communist things or fuck off. Whoa, easy there, Goldmouth. He doesn't have to say anything. Re-engage cop mode and bail out, if you like. Ja, zurück in den Polizeimodus. All right. Let's... Wow, so someone's been a little boring. Was? Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular, please. The brown. Was soll das? Hackst du auf mir rum, weil ich nicht verrückt genug bin? Das ist echt mein kleinstes Problem. No need to be defensive. The regularity, the brownness, the cut and dry have their appeal. A very standard appeal. Kim, bin ich langweilig? You? I wouldn't worry about that. See? You're so regular and vinyl brown, he doesn't even want to talk to you about it. Ich versuche bloß meinen Job zu machen, ja? Dafür braucht es keine Extravaganz. Of course you do. Let's get right to it. My lord's coppo type is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. Moment. Das ist ab sofort mein Bullentyp? Yes, the type of cop you are, sire. Think of it as a caste, a class even, a nation of regular law officials that you belong to. It comes, of course, with the usual benefits. Das ist nicht notwendig. Die Bekanntmachung kann erst mal warten, ich bin raus. Good. Of course. To outright declare yourself something does seem a bit too interesting now, doesn't it? I won't trouble you any further. Homosexual underground. Dieses Bild, ne? Maybe you should stop obsessing about your own and other people's sexuality. Feels like it's about time to do that. You thought about this for 8 hours? Not only should you stop, you should tell Kim you've stopped obsessing about other people's sexuality too. I'm sure he'd appreciate it. Unless you already got him killed because you were obsessing about your sexuality. There's no way of telling from within your brain. But for your own sake, please say you didn't. Was? Das ist der ganz... Oh, wow. Wow. Das hat gar nichts gebracht. Oh Gott, ich dachte, es gibt wenigstens noch irgendwie einen Punkt auf Innenleben oder sonst irgendwas, aber das hat original nichts mehr gebracht. Bait. You got baited. Gosh dang it.
Was passiert, wenn ich ihn jetzt anspreche? Hi again, Gendarme. Nichts. Bye-bye, Okay. Gendarme. Cool. So, what now? What do I do now? Ich beende erstmal die Folge und sage vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.